So, guten Morgen. Wir werden diese Kiste mit nach Wien nehmen, weil wir da die Standheizung einbauen wollen. Und einen Kanister, damit wir das in Wien machen können und dann als Gepäck wieder mit hernehmen. Jetzt möchte ich noch aus, wie lang der Schlauch sein muss, von der Kiste bis ins Dachzelt. Und dann packen wir das Dachzelt zusammen. Es zieht ein Gewitter vorbei und wir hoffen, dass kein Tropfen auf das Dachzelt fällt. Sobald es anfängt zu tropfen, müssen wir es blitzschnell zumachen. Wir waren gerade rechtzeitig, wir haben das Dachzelt schnell zugeklappt, schon hat es angefangen zu schütten. Daniel hat gestern jede einzelne Kiste aussortiert und überlegt, was wir wirklich noch brauchen, was nach Wien mit soll, was jetzt vielleicht einen Monat nicht so sein sollte. Also sozusagen den Defender winterfest gemacht für die Zeit, wo wir nicht da sind. Was ist denn da drinnen? Ja, nachdem wir das Auto ja im Kosovo lassen werden, haben wir gesagt, wir leeren die Kanister ganz aus, haben sie jetzt schon getrocknet innen. Und sonst haben wir unsere Schaumstoffmatratze gedrittelt, damit sie nicht diese mittlere Druckstelle die ganze Zeit hat. Dadurch, dass sie eben quasi dann so kürzer ist, passen die Kanister noch hin. Die Luft drinnen sollte trocken sein. Das Zelt ist es auf jeden Fall. Ja, jetzt werden wir es zumachen für die nächsten 35 Tage sowas. So, das letzte Stückchen Dachzelt, das ihr für die nächsten Videos sehen werdet. Sagt Papa. Papa, Dachzelt! Und da fehlt auch schon die Box, die haben wir auch schon jetzt hier in Athen gepackt. Wir räumen gerade alles von der Wohnung ins Auto, machen uns bereit für morgen einen ganz langen Fahrtag. Wir waren schon einkaufen, haben viel Wasser gekauft, viel Obst. Das Auto ist jetzt ganz schön wieder eingeräumt. Haben wir uns verabschiedet bei unseren Gastgebern. Dankeschön. Die Sache morgen, die ein bisschen spannend wird, ist, dass Mittwoch ist und wir das Video noch nicht fertig haben. Das heißt, wir werden es so machen, dass einer fährt, der andere das Video weitermacht und das dann irgendwo hochladen. Aber es wird schon alles klappen. Gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Es ist 6:30, wir haben fertig zusammengepackt und machen uns jetzt auf den Weg. Hey! Hallo. Und der Daniel ist schon draußen. Das Auto ist so leicht angetaut. Es ist recht kalt. Man sieht wieder den Atem. Und wir haben noch 700 Kilometer vor uns. Und nochmal besonderen Dank an Vula und Aris für die nette Gastfreundschaft. Hat uns sehr gefreut, wir haben noch sehr viel Essen mitbekommen. Wir werden nicht verhungern. Yep. Ja, die Unterkunft in Skopje ist schon gebucht. Yep. Das heißt, wir können heute fahren, bis es dunkel wird. Ja, und noch länger. Ja. Wir hoffen auf keine Defekte. Ja, das wäre toll. Jetzt geht's. Wir sind gleich schnell wie die Straßen. Was ist schneller? Bei einer Mautstation unter 2,2 Meter musste man 3,25 € zahlen und über 8 €. Das haben wir für Busse und LKWs gedacht. Das war ein bisschen spannend, was uns verrechnet, aber er hat uns den günstigeren Tarif verrechnet. Wir haben da eine eigene Taste für die Nebelschlussleuchte. Oh. Er fährt langsam. Oh mein Gott! Ein riesiger Vogelschwarm. Extrem viele Vögel. Oh mein Gott! Es ist dunkel. Mach mir Schatten. Ein UFO, ein UFO. Oh. Das Meer hat so jetzt eine Einbuchtung sozusagen. Und da müssen wir rundherum fahren und die Autobahn macht ja so einen riesen Bogen. Also das sind jetzt 100 Kilometer oder so.
bis wir dann auf der anderen Seite vom Meer sozusagen sind. Vor jedem Tunnel gibt es ein Schild mit Headlights on und nach dem Tunnel ist das Schild mit Headlights off. Das ist halt so lustig, weil das Schild ist halt in der Nacht auch da. Ich glaube nicht, dass man in der Nacht ohne Licht auf der Autobahn fahren sollte. Wir haben gerade die GoPro runtergenommen und sind deswegen stehen geblieben. Dann ist der Dani wieder eingestiegen und dann... Als ich meine Hose zerrissen habe. Meine liebste Hose, meine allerliebste Lieblingshose. Ja, ich bin eingestiegen und einfach da hängen geblieben im Schloss. Zuerst der Finger, dann die Hose. Gefährlich, gefährlich. Wir sollten uns ein Auto kaufen, das alles schön mit Plastik verkleidet ist. Ja. Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendet sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen habe. Ich weiß, es hilft kein Klagen, kein Ojemine. Doch es tut so schrecklich weh. Denn allein zu sein ist noch weniger amüsant als ein Sonnenbrand Oder Brötchen voll Sand. Krähen sind so cool. Schau mal, wie cool. Wir sind jetzt auf der Autobahnraststätte und machen das Video fertig und laden es dann während der Fahrt hoch. Und hinter dem Dani kann man schon jede Menge Weihnachtsdekoration sehen. Und auch in jedem Geschäft, an dem wir vorbeifahren, Weihnachtsdekoration und überall. Soweit ist das Jahr schon fortgeschritten. Ich streiche gerade Striezel mit Butter und jetzt ein Hund und eine Katze. Darauf warten, dass ich ihnen etwas abgebe, aber es wird nicht passieren. Es fehlen jetzt nur noch kleine Details und exportieren und hochladen, aber das geht auch während der Fahrt. Zweifache natürlich. Wir fahren weiter Richtung Skopje. Wir haben noch 500 Kilometer. Wuhu. Es ist sich wunderbar ohne Stress ausgegangen. Das Video ist fertig exportiert und hochgeladen. Es gibt hier gefühlt alle 30 Kilometer sowas eine Mautstation und das ist so mühsam. Vor allem, man zahlt immer nur so zwischen 1,50 und 3,80 oder 3 Euro irgendwas. Und ich meine, diese kleinen Summen, da sollen sie doch weniger Mautstationen bauen und dann halt am Ende abgesehen. Oder am besten wäre es überhaupt, finde ich, so wie in Kroatien, dass man ein Ticket kriegt oder so wie in Italien. Und dann am Abfahren der Autobahn wird die berechnete Strecke kassiert. Aber ja, aus irgendeinem Grund ist das nicht so in Griechenland. So, noch 10 Liter Diesel für 1,27 getankt. Und in Mazedonien sollte es ja viel günstiger sein. Weil ich habe vorher nachgeschaut, 1 Euro ergibt 60 mazedonische Dinare. So, Da ist gerade aus einem Einmünden in die Straße, hat sich einer daneben gestellt, noch einer daneben gestellt und noch einer daneben gestellt. bis dann 4 Leute nebeneinander gestellt. nebeneinander. Der Gleiskörper da dürfte so ein Loch haben, deswegen fahren alle so langsam. Das nach Skopje 70 Kilometer noch bis zur Grenze. Dadurch, dass es hier halt generell so üblich ist, immer ganz rechts zu fahren und quasi noch eine zusätzliche Überholspur zu eröffnen, kann der LKW vor mir, bzw. ich dann an diesen 3 Tanklastwagen und vorne ist glaube ich noch einer, aber vorbeifahren, wo man halt normalerweise nicht überholen könnte. Ich will das nicht gut heißen, aber es ist auf jeden Fall sehr praktisch. Wir haben vorher schon gesagt, naja, eigentlich ist es die Straße nicht wert, irgendeine Maut zu zahlen. Und dann steht an der Toll Station Free Pass. Das ist fair. Ja. Ja. Und es ist gerade eine wunderschöne fast schon Sonnenbergstimmung. Urschön. Also, diesmal haben wir schon echt lange keine verschneiten Berge gesehen. Ja.
So, wir stellen noch das Datenroaming bei unseren Handys aus, weil es sonst sicher extrem teuer wird, weil es ja nicht mehr in der EU ist. Und ja, dann geht's über die Grenze. Schauen wir mal. Mazedonien Führer. Welcome to Mazedonien. Christi. Christi. Servus. Und wir haben einen Polizeibus von der Wiener Polizei gesehen mit österreichischen Uniformen. Ja. Grau. Und oben hat so eine Art Wärmebildkamera oder sowas rausgeschaut, so in der Art. Ich habe den Zollbeamten gefragt, der hat mir als Unterstützung anscheinend. Aber das ist ja interessant. Also ich weiß nicht, wie lange ich schon kein Wiener Kennzeichen mehr gesehen habe. Und dann ist es die Polizei. An der Grenze Griechenland-Mazedonien. Naja, die Autobahn ist in einem so unfassbar perfekten Zustand. Also so, als wäre sie gestern oder so eröffnet worden. Ja. Das ist echt beeindruckend. So, und gleich bei der ersten Tankstelle kostet der Diesel 87,5 Cent pro Liter. Ja. Und kurz vor der Grenze haben wir noch getankt, das günstigste, wir sind extra von der Autobahn abgefahren, bei der BP für 1,24. Vorher bei der Tankstelle, die Leute haben alle so sympathisch und nett ausgesehen. Also es ist halt schwer zu beschreiben, weil ja, für jeden sieht ein netter Mensch quasi anders aus, aber ich habe mich irgendwie jetzt von Anfang an auch bei der Grenze richtig wohlgefühlt in dem Land. Ja. Schade, dass wir nur so durchreisen. Ja. Die ganzen Berge und so, das sieht alles so beeindruckend aus. Und links sieht man halt immer noch so Flüsse. Man sieht halt fast gar nichts mehr, weil es so dunkel ist, aber es schaut so beeindruckend aus. Und also sollte nichts anderes passieren, ist Mazedonien auf jeden Fall auf meiner Liste von Ländern, die ich auf jeden Fall wieder besuchen möchte. Die Straßen sind sehr okay eigentlich. Die Autobahn hat recht schnell aufgehört zwar, aber trotzdem, ich habe zu früh geurteilt. Es geht wieder auf die Autobahn. Das war nur ein kurzes Stück. Wir nähern uns unserem Ziel. Wir sind in 10 Minuten oder sowas. Sind wir in unserer Unterkunft und ja, 700 Kilometer, check, und Video pünktlich rausgebracht, auch check. 2 Grad. Ja, 2 Grad um 10 vor 6 am Abend. Und das heißt, es wird echt kalt jetzt in der Nacht. Yep. Und es sieht so schön aus. Ja, Also halt, so eine richtige Großstadt halt. ja, aber nicht so wie Lviv, sondern schon ein bisschen westlicher. Ganz interessant. So, wir sind im Airbnb angekommen und ja, morgen geht schon weiter Richtung Pristina. Es gibt 2 Stücke, also für jeden gibt es ein Stück Lasagne und Vogelsalat mit Dressing. Nicht schlecht. Gute Nacht.